Moin Moin zusammen. Diesmal könnt ihr mit uns nach Kelheim zur Befreiungshalle fahren. Wir wollten da schon lange mal hin und wurden immer durch das braune Schild an der A93 erinnert, wenn wir zu unseren Kindern nach Bayern gefahren waren. Hatte sich aber irgendwie zeitlich nie so richtig ergeben. Heute sieht das anders aus. Wir fahren zwar wieder nach Bayern, aber diesmal mit den Maschinen. Und morgen werden wir mit den Kindern eine Tour eben dorthin machen. Dennis, unser Großer, hat alles geplant und wir werden es genießen, mal einfach hinter jemandem herzufahren. So, die Maschinen sind gepackt. Es regnet in Strömen und allzu warm ist es auch nicht. Ich werde jetzt meinen Helm aufsetzen und dann haben wir erstmal 400 Kilometer bis Freising vor uns. Unser Problem heute, das Wetter. Es schüttet wie aus Eimern und ist ehrlich gesagt mit 8 Grad saukalt. Aber der Regen kommt aus Osten und hängt an der tschechischen Grenze fest. Deshalb machen wir zunächst mal Strecke auf der Autobahn, in der Hoffnung, dass Nürnberg weit genug im Westen liegt, um wieder trockene Straßen unter die Reifen zu bekommen. In Bad Berneck gibt schnell mal einen Kaffee zum Aufwärmen und dann wird das Wetter tatsächlich etwas handiger. So, nun sind wir also schon wieder auf der Raststätte rausgefahren, aber das kommt, weil sich der kleine Hunger gemeldet hat. Und hier gibt es nämlich jetzt Currywurst, ganz Corona-like, alles draußen, schmeckt trotzdem. Nach gut 400 Kilometer sind wir schon fast wieder trocken, bei Tochter und Enkeln angekommen, bekommen einen heißen Tee und freuen uns auf morgen. Guten Morgen. So, jetzt ist der Rest der Motorradfahrenden Familie auch dabei. Na, einer wieder mal nicht, ne? Und der winkt am meisten. Haut's ab jetzt! Ja, und außerdem ist das Wetter wunderbar heute Morgen. Also jetzt gleich losgehen und wir machen eine schöne Tour. Zu viert. So.
Jetzt sind wir zunächst mal an der Donaufähre beim Kloster Weltenburg, mit der wir eigentlich übersetzen wollen. Aber der Fährmann nimmt uns nicht mit. Ein Schild am Anleger sagt zwar, dass die Fähre für Fahrzeuge gesperrt ist, ein anderes weist aber für deren Transport konkrete Preise aus. Diskutieren ist zwecklos. Ziemlich mürrisch beruft er sich auf das Verbotsschild und fährt ohne uns wieder los. Also weiter direkt nach Kelheim. Und dann taucht sie das erste Mal für einen kurzen Augenblick oberhalb der Stadt Kelheim auf, die Befreiungshalle. Jetzt nur noch ein kurzer Anstieg, dann haben wir es zum Tagesziel geschafft. (1842 bis 63) ließ König Ludwig I. von Bayern diese Halle erbauen, um der Befreiungskriege gegen Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts zu gedenken. Der Bau hinterlässt von außen eher den Eindruck, dass filigran irgendwie anders ist, aber recherchiert man bei Wikipedia, muss es im Inneren nicht ganz so klobig zugehen. Wir hätten uns gern ein Bild davon gemacht, nur leider ist wegen Corona alles geschlossen. Also bleiben wir draußen, gehen einmal um das Bauwerk herum und finden auf dem Rückweg einen Ausblick auf die Donau, der den Maler Caspar David Friedrich mit Sicherheit zu einem Bild animiert hätte. Und dann machen wir uns auf den Rückweg mit dem Gedanken, irgendwann einmal wiederzukommen, wenn die Tore zum Inneren der Halle geöffnet sein werden. So, und das war unser Ausflug zur Befreiungshalle in Kelheim. Am nächsten Tag sind wir von München zum Sudelfeld gefahren, aber das gibt's in einem anderen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal. Wenn ihr dann auch noch die Glocke anmacht, seid ihr immer informiert, wenn es von uns was Neues zu sehen gibt. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen.